Hallo Sprachliebhaber, bevor ich beginne, möchte ich eine kleine Ankündigung in Englisch und Spanisch für nicht deutschsprachige Personen machen. Hello language lovers, this video is in German. Please, if you don't know, activate the subtitles. Hola amantes de los idiomas, este video es en alemán, por favor si no saben, activen los subtítulos. Y recuerden que aquí les dejo un video de cómo usarlos. Also, beginnen wir. Deutsch war eine der Sprachen, auf die ich von Anfang an aufmerksam darauf war, als ich neugierig war, eine Sprache jenseits von Englisch und Spanisch zu kennen. Ich dachte zuerst an Französisch und Deutsch, weil sie nach Englisch zwei an der häufigsten unterrichteten Sprachen in meinem Land sind und obwohl ich mich letztendlich für Französisch entschieden habe, wäre sie einfacher sein können, sowohl kurz- als auch langfristig weniger Zeit in Anspruch nehmen können. Ich habe nicht aufgehört, neugierig auf Deutsch zu sein, denn ich dachte ehrlich, sie sei eine etwas mysteriöse Sprache als Französisch, nur wegen der damit verbundenen Schwierigkeit. Nachdem ich angefangen hatte, Französisch, mexikanische Gewerbesprache, Esperanto und Portugiesisch zu lernen, habe ich entschieden, mit Deutsch zu beginnen. Ich lernte sie zunächst relativ langsam, weil ich eine zweistündige Unterrichtsstunde pro Woche belegte. Nach einem Jahr mit diesem Rhythmus trat ich in eine andere Sprachschule ein, wo ich dort in die zweite Stufe begonnen habe. Gleichzeitig entschied ich mich nach dem Besuch der Kurse für Privatunterricht und mich auf einige Universitätskurse vorzubereiten. Das wäre intensiver, vollständiger und praktisch kostenlos. Aber um sich darauf zu qualifizieren, musste man zuerst mehr oder weniger ein mittleres Niveau haben. Und nachdem ich erreicht hatte, an den Universitätskursen teilzunehmen, dachte ich ungefähr 3 Jahre bis ein Niveau zu erreichen, das mehr oder weniger nahe an C1 war. Aber alles bei ihrer Seele war nicht wirklich unmittelbar und es ist gefolgt ungefähr 10 Jahre zu dauern. Es hat sich jedoch gelohnt, weil Deutsch eine Sprache ist, die, obwohl sie etwas anders sein kann, viele Ressourcen hat sie so viel zu bieten. Nach Englisch, zumindest in Europa, ist Deutsch vielleicht die am häufigsten verwendete Sprache. Die Kombination von Muttersprachen mit Sprechen von Deutsch als zweite Sprache. Mir ist auch aufgefallen, dass Deutsch eine Sprache ist, in der es relativ einfach ist, Bücher, Zeitschriften und sogar Websites im Internet zu finden. Vielleicht ist dies auf globaler Ebene nicht der Fall, weil es andere Sprachen gibt, mit denen sie konkurrieren müssen. Aber ich war sehr überrascht, dass es nicht so schwierig ist, Ressourcen zu finden und dass es viel Motivation gibt, es unter Menschen zu lernen. Und da die deutschsprachigen Länder viele Ressourcen in ihrer Sprache stellen haben, ist es gut zu wissen, dass wir es ausnutzen können. Ich hatte auch die Möglichkeit, auch während meiner Ausbildung in den deutschsprachigen Raum zu reisen, selbst ich ein niedriges Niveau dann hatte. Zweifellos denke ich, dass Deutsch nicht unbedingt eine einfache und attraktive Sprache für alle ist. Aber wenn man es will oder sich dazu verpflichtet, sie zu lernen, könnte man es mögen. Trotz allem glaube ich, dass Deutsch niemals aufhören wird, eine schwierige Sprache zu sein. Auch als man schon ein relativ hohes Niveau erreicht hat. Die Syntax war schon immer etwas, die es besonders schwierig machen. Wie ich sage, es ist am besten zu verstehen, dass die Dinge manchmal so sind, wie sie sind. Das ist ein Thema, das wir niemals vergessen dürfen, wenn wir eine Sprache lernen. Danke Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind.
Vergessen Sie nicht, diesem Video eines Like zu geben. Teilen es und hinterlassen mir deine Kommentare und abonnieren, falls Sie nicht das noch gemacht haben. Wir sehen uns im nächsten Video mit einer anderen Sprache.